Nein. Ja. Eisen, I thought you were supposed to be in Midgand. How did you end up here in Islegand? I thought I'd gotten used to you performing the impossible, but this time, I'm at a loss for words. We heard from the Bloodwings that the Abbey might have taken you guys out. Not this time, but our luck won't last forever. Think of this as a dry run for when I really kick the bucket. Aye, aye, First Mate. More importantly, are you sure it's okay to bring an exorcist aboard? I've got my eye on her. If she does anything funny, I'll handle it. Got it. We'll be on our guard too. Gut. Aber warum zum Geier muss es ausgerechnet Islegand sein? Ah, der Sensenfluch, natürlich. Segeln zwischen Kontinenten. Die Kontinente sind durch Seerouten miteinander verbunden. Wenn du zu einem anderen Kontinent reisen möchtest, dann sprich mit Benwick am Hafen, um mit der Van Elsia dorthin zu fahren. Das Reisen auf diesem Weg kostet dich kein Geld. Es ist also eine hervorragende Reisemöglichkeit. Gut. Wir wollen hierhin zu den Docks Isolt, Stadt der Südmeere. Diese Insel treibt in der ruhigen See von Südgand. Der ganzjährige Sommer, der hier herrscht, hat eine besonders lokale Kultur entstehen lassen. Wir reisen. Wie weit bist du eigentlich mit dem Spiel? Ich glaube so bei 20 Stunden ungefähr. Um den Dreh. Was bei mir nichts heißt, weil ich mich viel verlaufe. I gotta say, you guys look less like pirates and more like a circus troupe. Are you alright with having demons on board, Benwick? Not remotely an issue. If you're aboard this ship of misfits, you're a pirate. That's just our creed. At least, that's what the captain and the first mate always say. Speaking of the captain, what's Eifried like? Let's see. How do I put it? He's like if the sea were a person, and that person had a pointy beard. Huh. A bearded sea? Look, everybody on this ship is an outcast from society in some way. Despite that, Captain Eifried accepted us for who we are, and took us all on board. So he's a kind man. Well, would you say that the sea is kind? How would it feel to dive in with an open wound? It would sting. A lot. Quite so. Some days he's calm and steady, and others he rages. He can be shallow, deep, even a whirlpool. Sounds like he's a little scary and hard to read. Yeah. Sometimes it's hard to serve him, but that air of mystery keeps us around and makes us want to take those jumps. At the end of the day, the dread pirate Van Eifried is one hell of a guy. He sounds like Velvet in a lot of ways. Wait, what? How so? I didn't describe him right at all, did I? Benwick, we're changing course at once for Port Renede. Sir? What's going on? 3 of our men have collapsed from the Corsair Scourge. They first showed symptoms 3 days ago. How are you holding up? I'm still doing all right. But if this really started 3 days ago, that means we're all carrying it, doesn't it? That's what I'm afraid of. But if we head straight to Port Renede, we should be able to get medicine there. Gott. I'll check on everyone's condition. Make sure everyone stays hydrated, including yourself, understand? Sir, yes sir. All hands, assume emergency positions. The crew's holding up well for a bunch of folks at death's door. What do you mean? Is this Corsair Scourge fatal? Quite. No one knows what causes it, but it starts with a high fever and ends up with the body falling apart like sand. Oh Gott. Like sand? Once, there was a great band of pirates who ruled the seas, but the disease spread through their ships and killed every one of them. That's why it's called the Corsair Scourge. Does that mean we've been infected as well? You humans, for sure. Only humans fall prey to the Corsair Scourge. Then it could have gotten to you too. Right, Moggy Lou? Oh, right. Alas, that my glorious saga should meet such an ignominious end. Ich hätte gerade vergessen, Can't dass sie allow ein our Mensch vessel to ist. die from this.
If you start to feel ill, speak up. I will. All right, we'll all be helping out in the search. Everyone but Eleanor, that is. Huh? Oh, why does she get to stay? I might be dying too, you know. You're a witch. Magic yourself healthy. Now quit whining and get going. Die ist irgendwas anderes auch noch. Die ist kein Not even Mensch. a witch is safe from the ravages of the Reaper's curse. The Reaper's curse? Mhm. Oh, schön hier. Es regnet halt. Ich liebe das. Ah, gemütlich. Hab mal geschaut. 80 Stunden Spielzeit. Hast noch viel vor dir. Ah ja. Okay, Aber ist das where's schön. the herbalist? If I remember right, the Corsair's Scourge needs a particularly special medicine. Yeah, it's a wildflower called Salatoma. Its juice can cure the Corsair's Scourge. Doesn't sound too tricky. Let's not relax until we have it in hand. Right. Now let's get going. Hold on a minute. Won't you just be spreading the disease if everyone wanders into town? Surprisingly, no. For whatever reason, you can only catch it over the ocean waves. It's speculated it might have something to do with the salt in the air, or maybe the microbes in the seawater. Nobody knows the cause for sure, but there are no recorded cases of people catching it on land. I see. A strange affliction indeed. We'll be back soon. You all remain on the ship. All right. Good luck out there, sir. Dem fehlt ja ein Zahn. We've got to hurry. Salatoma. Is this really going to be necessary? What do you mean, Eleanor? Oh, nothing. It's just, well, the herb is known to work well for fevers and the like, but it tastes bad. So bad. Some say it would even bring a demon to the brink of tears. Maybe so. But better to drink it than to die, right? Ja. Oh, I'm not worried. It just reminded me of stories from my childhood is all. Ich finde die so süß. René, Stadt am Wasser. Ah, das ist nicht gut. Ich glaube, mich hat's auch erwischt. Ah. Hey, Kopf hoch, Mann. Wenn es stürmt, hast du keine Probleme mit der Seekrankheit. Da wirst du doch jetzt nicht davon unterkriegen lassen, oder? Ei, hast recht. Ich mich nicht zusammenreiße, wird mich der Captain ständig damit aufziehen. Er hat komplett den Verstand verloren. Könnt ihr vielleicht etwas Medizin mitbringen? In der Zwischenzeit gebe ich ihm ein Betäubungsmittel. Wir werden es schon irgendwie schaffen, am Leben zu bleiben. Also zieh los und treib etwas auf. Okay, wir holen dieses Zeug. Sind wir jetzt im anderen Hafen oder wieder da, wo wir gerade eben waren? Das schaut nämlich genauso aus. Hier ist auch diese Katze wieder. A bit ago, a manacled body got caught in my nets. Manacled? A prisoner? You too? Yesterday, my nets pulled up an arm. Manacles, even a brand on that one. I really can't take this anymore. I'm losing my appetite, and it's bad for my heart. You said it. Judging by the tides, they would have to have come from that prison island. Is it really just a prison? You think it's strange, too? I've suspected something about that place for a while now. They say the whole island is a prison, but if you ask me, I bet it's just an execution ground. Or it's for experimenting on demons. Experimenting? What do you mean? Testing the demons' capabilities. That's why they need prisoners. Food for the monsters. Not a bad theory. Just kidding! There's no way the Abbey would do something that horrible, right? You sure think of some crazy ideas. I bet all of this is the work of some vicious pirate gang. Yeah, something like that. That guy. He's pretty sharp. Now that you mention it, I haven't seen any patrol ships around there recently. Used to be they'd chase you off if you got too close. You know, you're right. If there are pirates about, it'll mean trouble unless the Abbey tightens up their patrols. The best we can do is keep a wide berth of it for now. We wouldn't want pirates and demons sneaking up on us. I think we'd notice if pirates or demons were around. No way they'd catch us unawares. I can't tell if he's sharp or dull as a brick.
Ja, das Handelsschiff von Valvali. Ihr spendet eine weitere Ladung Hilfsgüter? Die können wir immer rauchen. Danke. Wir spenden Hilfsgüter? Ist nur ein Trick. Wir behalten immer ein wenig Fracht auf Lager, falls wir mal dringend vor Anker gehen müssen. Achso, das war der Eisen. Verstehe. Trotz der Korsarenplage fällst du wohl immer wieder auf die Füße, was? Ich habe mich schon gewundert. Dieser Nachschub kam genau zur rechten Zeit. Ei! Bei all den Exorzisten und Soldaten hier sind die Vorräte langsam knapp geworden. Verstehe, das ist echt gar nicht so blöd, was der macht. Speichern mal kurz. Jetzt kann ich dann langsam auch mal wieder über die alten drüber speichern. Ich glaube, ich muss das Zeug mal verkaufen oder so. Es freut mich ja, dass wir hier jetzt mit Exorzisten haben. Mehr Exorzisten haben. Aber was machen sie nur alle im Wargenwald? Sollten sie nicht René verteidigen? Den Grund kenne ich dafür nicht, aber ich habe gehört, dass die Befehle vom Hirten persönlich kamen. Es muss also einen tieferen Sinn haben. Wenn ich mir heutzutage Ausrüstungsgegenstände ansehe, will ich sie einfach nur zerlegen. Das Sammeln von Materialien ist mir ein lieber Zeitvertreib geworden. Das Gefühl kenne ich gut. Passt nur auf, dass das nicht außer Kontrolle gerät, klar? Ja, ich muss damit aufhören, die Ausrüstung zu zerlegen, die ich eigentlich verbessern wollte. That Rokuro, always telling all of us except Eleanor to work harder. Doesn't he realize that I'm a delicate maiden too? This is workplace discrimination. I should put him on a witch trial. Vom Arbeitsplatz. I don't think that's how witch trials work. What's wrong, Eleanor? You look like you've got something on your mind. I'm just trying to figure out what Rokuro was thinking. When I had Lord Shigure at the end of my spear, Rokuro threw his dagger right at my head. I thought I was dead for sure. I feel like I saw who he truly was, and it frightens me. But he and Lord Shigure are always trying to kill each other. I can't understand why he did what he did. It might have something to do with his Bushido code. What's Bushido? Is that like a sword fighter's code? It's a way of thinking. Be loyal to your lord. Respect your parents. Protect the weak. And act with honor. You're saying that he was following this Bushido code, and he was protecting me because I was weak? He might have turned into a demon, but his memories and personality are still intact. I doubt his moral values have disappeared either. Do you really think he believes in that Bushido stuff? Carving through his enemies with a cruel and unsparing sword! Slash! Pow! Shazam! That's the true nature of a Rangetsu man! I heard that when Velvet first met him, he immediately attacked her without any provocation. I'm sure you haven't already forgotten how he turned his swords on the kid in that fight against Kurogane. I wouldn't read too much into what Magilu's saying. Rokuro lives for his sword, and that's just who he is. But I don't think he's all that bad. I thought you were the one who called him frightening. I know I said he can be a scary person, but how do I put it? I do feel there's more to him than just wanting to cut people up. It's like he's more sensitive to other people's emotions than he might seem to be at first glance. A sword fighter has to sense his opponents on some level, right? For a crazed demon, he's actually a nice guy. Is that it? Maybe. I don't know. It's not like I know him well enough to claim any deep personal insight or anything. You brought it up. Gut, schauen wir weiter. Wo die dieses Heilmittel haben. Es gibt Dämonen, die greifen euch schon an, wenn sie auch nur einen Hauch von Potentit bei euch wittern. Wirklich? Ein bisschen Potentit zu haben wäre zwar unglaublich praktisch, aber dafür sterben möchte ich nicht. Nun, anscheinend gibt es nur einen Dämon in jeder Region. Ihr müsstet schon riesiges Pech haben, auf einen zu stoßen. Dämonen werden also von Potentit angezogen? Einer pro Region ist sogar für Dämonen ziemlich selten. Trotzdem ist es kein schöner Gedanke. That's an interesting bridge. This bridge has a bit of history to it.
Port Renede was originally built here on this inlet. The water's deep enough for ships, but as you can see, it's a bit too narrow for a port. Large ships couldn't come close without a top-rate crew. So Port Renede was used almost exclusively by smaller ships. What about the Von Eltia? We're the best of the best. We came and went as we pleased. So your point is you wanted to brag. Hey, let me finish. The people wanted their town to grow, so they built an outer harbor for large ships, and this bridge to connect to it. Uh-huh. So that's why the port and the town are separate. But there's more. We secretly helped provide the funds and resources for them to build it. So you are bragging. And did this bridge bring prosperity to Port Renede? No. The Abbey began regulating shipping and travel, right about the time the town finished building the outer port. If only the seas had remained free, Port Renede would have developed into a center for commerce and trade. I suppose things don't always go as planned. Then again, even if Port Renede became a bustling port, we still would have no trouble slipping in or out. I'm not biting this time. Diesmal hat sie nicht mehr nachgefragt, sonst sagt er wieder nur, wie toll er war. Hier sind irgendwo Frösche. Ich hab's quaken hören. Ich will eine Froschsuppe. Ah. Ist ja nicht Final Fantasy 15. Oh, schön. Ein Dorf. Voll gemütlich. Und das war was Neues und ich hab's irgendwie gerade verplant. I heard that a swarm of demons attacked the palace and killed the high priest. No way! Isn't the palace the most heavily guarded place in the world? How did the exorcist let that happen? Bad news really does travel fast. They say that the demons were disguised as humans, but were actually enormous monsters, twice the size of any man. They had razor-sharp horns and 3 burning eyes. They could take over your mind just by glaring at you. If the demons were that terrible, no wonder the exorcist couldn't deal with them. Some rumors say they escaped. Some say a legate took them down in a climactic battle. But no one knows the truth. Doch, sie. We should be ready to run in case they show up. Is the world falling apart? Will the bad times return again? A horned giant with 3 eyes, huh? Velvet, you're one scary lady. They said swarm. So they were talking about you, too. I know I'm repeating myself, but that's just not possible. But the High Priest hasn't been seen since then. How do you explain that? I heard some people from the capital say that he might have been attacked by demons. The Abbey's trying to cover it up, but the truth is getting out. The security at the palace is better than anywhere else. Demons breaking in? Inconceivable. But what if a whole horde assailed the castle? The exorcists guarding the palace are elite. The best of the best. Horde or not, they couldn't have gotten in. But what if they were some sort of giant demons? No matter how elite the guards may be, they'd have trouble against something like that. If giant demons appeared in the capital, there'd be an uproar. I understand your concerns, but please remain calm and trust us. Panic and confusion is just what the demons want. They'll use it to slip into this very town. Well, we know that, but still. It looks like rumors from the capital are spreading. The more chaos there is here, the easier it'll be for us to move around. Eine kleine Kiste für eine kleine Velvet. Willst du die Frösche etwa aufpusten? Nein, wieso aufpusten? Oh Gott. Einfach nur aufessen, habe ich gedacht. Hallo, wir sind vielleicht nur ein einfacher Laden auf dem Lande, aber wir haben ein schönes Sortiment. Dann gucken wir doch mal. Heiliger Trank, eine Medizin, die Begegnungen mit schwachen Gegnern verhindert. Ah, das ist eigentlich gar nicht so doof. Dann nehmen wir mal 4. Das will ich auch wieder. Und was ist das? Die dich sofort zum Eingang jeder zuvor besuchten Stadt. Ach so. Hab das eher bei Dungeons als bei Städten, dass ich da jetzt raus will. Wie man vielleicht heute schon gemerkt hat. Beziehungsweise vorhin, je nachdem, wie ich das Ganze schneide. Letzte Folge, vorletzte oder wie auch immer. Ich hasse es, nicht aus einem Dungeon zu kommen.
Dann guten Appetit. Musste aber roh, wenn schon, denn schon. Nein, ich meinte doch eine Froschsuppe kochen. Kann man, glaube ich, bei Zelda auch. Also ich weiß nicht, einen Frosch habe ich noch nicht gefunden, aber vielleicht geht's. Eine Fluoridklinge. Die nehme ich, glaube ich, mal mit. Dann nichts. Und davon kaufe ich einfach von allem wieder eins, damit uns das Essen nicht ausgeht. So, und hier ist der Stern. Oh. Öffnen wir erstmal die Katzkiste. Hallo Katze. Erhalten, rechtseitiger Pony. Schwierig mit dem rechten Auge etwas zu sehen, aber so ist es eben in der Mode. Genau wie Rokuro. Hello there. How can I help you today? We're looking for Salatoma flowers. Well now, that's an order I don't get every day. It's not for the Corsair's Scourge by any chance. The very same. Some of our crew developed fever 3 days ago. I want to take care of it as quickly as possible. Understandable, but unfortunately, I'm out of stock right now. How can you be out of stock? The flower's in season, isn't it? It is, but not too long ago, a demon appeared in Warg Forest, where we harvested. And now the Abbey won't let anyone inside. Dann müssen wir den halt umbringen. Why haven't they exterminated the demon? From what little I've heard, they've had trouble tracking the thing. 100 people go in, maybe only one will actually come across the beast. If it's so rare, then what's the danger? Because nobody who's encountered it has come back alive. First the Corsair's Scourge, then no medicine, the Abbey, and a mysterious demon. Never a dull moment with the Reaper's Curse, eh? I could try to order some from other towns, but if you're already on day 3, it might not make it in time. But if we go to the Warg Forest, the Salatoma will be in bloom, correct? Right, but the demon... We're going to the forest. Okay, dann gehen wir dahin. Wie komme ich da hin? Hinten rum oder wie? Dad, I can't take it anymore. I can't deal with life in this village. There you go, with the whining again. Those two, they seem to be rather upset. Best stay out of it. They're going at it hammer and tongs. The phrase is hammer and tongs. I'm not whining. It's been 10 years and the village is no better off than when we started. Every year it gets colder, and every year our harvest gets worse. And the risk of demon blight hasn't gone away. Your point? Compared to other regions, Westgand has fewer cases of demon blight. Other areas are suffering worse from the cold and the demons. I'd say we're better off here than anywhere else. You're saying we're lucky that all we have to worry about is cultivating this inhospitable land? Don't be so impatient. We'll see results. Westgand has incredible potential. If we keep working this land, eventually it will become a prosperous place. Maybe not now, but in 100 years or 1,000, our descendants will have joy and plenty. That's enough for me. There you go again. Who cares about ancestors? I'm talking about... Good man, your words have moved me. As an exorcist, I promise to work my hardest to end the demon blight and help people like you find security. Oh, thank you for your kind words, young exorcist. Then I have a request. How about you start helping by marrying this fool's son of mine? What? Ever since his lover gave him the slip, he's been whining like this non-stop. I'm very sorry, but that wasn't exactly what I had in mind. Deswegen jammert der so rum. Oh Mann. Ich bin Hidetoshi, der dritte Sohn und aufsteigende Stern der Charakterkartenfamilie. Erlaubt mir, euer Talent für das Spiel auf die Probe zu stellen. Charakterkarten spielen? Was ist das? Regeln für Charakterkarten. Ziel ist es, passende Kartenpaare zu sammeln, um Wertungssets zu erhalten. Beginne, indem du eine Karte aus deinem Blatt wählst und sie auf dem Feld ausspielst. Passt ihre Farbe zu der Karte, die auf dem Feld liegt, dann kannst du beide Karten in deinem Wertungsstapel aufnehmen. Wenn nicht, bleibt deine Karte auf dem Feld. Ziehe dann eine Karte, lege sie auf das Feld und fahre fort wie zuvor. Damit ist der Zug beendet. Jede Karte gehört zu einem Wertungsset, das durch ein Symbol unten rechts auf der Karte angezeigt wird. Wertungssets bildest du durch das Sammeln einer bestimmten Anzahl Karten aus dem jeweiligen Set. Die aktuelle Anzahl deiner Karten eines Sets siehst du auf der rechten Bildschirmseite. Hast du ein Set vervollständigt, also Wertungspunkte, kannst du die Runde beenden und Punkte für das Set erhalten.
Du kannst die Runde auch fortsetzen, aber dann kannst du sie erst beenden und Punkte erhalten, wenn du ein weiteres Set komplettiert hast. So kannst du mehr Punkte scheffeln, aber du riskierst auch, dass dein Gegner sein Set zuerst voll bekommt und die Runde für sich entscheidet. Wähle Wertungssets, um dir die Sets mit ihren Wertungen und der benötigten Anzahl anzusehen. Das Spiel gewinnen. Sieger ist der Spieler, der nach 3 Runden die meisten Punkte hat. Der Sieger erhält Tales-Münzen. Je mehr Punkte er hat, desto mehr Münzen gibt es auch. Okay, spielen wir es. Ja, Anfänger. Der Eisen spielt es. Aha. Oh, das sieht ja cool aus. Mit ganz vielen verschiedenen Tales-Charakteren. Tales-of-Charakteren. Das ist ja cool. Also wenn ich jetzt die hier lege, auf die. Ah. Oh, ich habe Symphonia-Karten bekommen. Cool. So. Ich kann aber auch auf meine was legen, gell? Aber das ist wahrscheinlich Quatsch. Mhm. War das jetzt gut? Ich bin mir unsicher. Oh krass, ich habe schon fast Vesperia komplett. Scheiße, ich kann nicht mehr. Tales of Eternia. Ah! Netter Partner. Wertung. Lustiger Gefährte, treuer Okay, das ging einfach weiter. Runde 2. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Einmal. Also ich habe jetzt 2 Punkte und er hat jetzt irgendwie 4 Punkte. Kronprinzessin. Wertung, königliche Prinzessin. Ach so, ich kann jetzt Runde abschließen machen, weil ich jetzt ein Set bekommen habe. Aber ich habe weniger Punkte als er, das heißt, ich würde verlieren, oder? 5? Nee, ich habe 6 Punkte. Ah, aber ich habe insgesamt weniger Punkte. Verstanden. Er spielt noch weiter, okay. Es gibt nur die und die. Hä? Aber die hätte doch da unten hingepasst. Ach so, ich darf ja nicht meine eigenen Karten nehmen. Ah, okay. Netter Partner. Oh Gott. Ich habe total verloren. Hens, was? Prozess oder was? Spross. Ich darf immer noch spielen. Okay. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe trotzdem Tales-Münzen bekommen. Ja, ich will noch mal. Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Computer schummelt doch bestimmt. Ja. Also, das Zeichen muss nämlich das gleiche sein auch. Nicht nur die Farbe. Hier. Also es ist egal, ob ich von meinen oder von seinen Karten nehme, oder? Hauptsache, es ist das Bessere. Dann würde ich jetzt das nehmen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Warum habe ich das jetzt bekommen? Das hat er doch gerade gemacht. Voll seltsam.
Trünniger. Treuer Verbündeter. Alles klar. Hattest du schon Zeit, dir Jade Cocoon anzuschauen? Nee, noch nicht wirklich. Ich habe mir nur das Cover angeschaut und das kam mir schon echt bekannt vor. Aber da muss ich nochmal gucken. Also der zeigt zuerst, dass ich die nehmen soll. Dann nehme ich jetzt mal die unteren Karten. Was soll's? Okay. Das hat jetzt einfach zu gut gepasst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon so ganz durchsteige, aber ich habe mir jetzt mal die gleichen Symbole noch immer genommen. Wertung, treuer Verbündeter 6 Punkte, Gesamt 6 Punkte. Nein, ich mache noch weiter. Tales of Berseria, komplett. Jetzt hätte ich 16, aber das reicht immer noch nicht. Aber der ist einfach viel besser als ich. Verdammt. Naturtalent. Ja, wow, ich nicht. Scheiße. Wie macht der Kerl das? Oh, vielleicht kennst du das ja. Wird bestimmt ewig dauern, bis wir das Spiel verstanden haben. Ich habe auch das Gefühl. Also ich blicke noch nicht ganz durch. Ich nehme jetzt mal das hier. So. Das waren 2 verschiedene Symbole. Was macht er? Es geht immer so schnell. Gleiches Symbol, okay. Gleiches Symbol hat er auch gemacht. Aber ich hab's bekommen. Ich darf nochmal? Davon habe ich schon mehr Punkte. Uff. Aber ich habe die Karte bekommen wieder. Treuer Verbündeter. Treuer Verbündeter. Ich habe 7 Punkte. Tales of Symphonia. Sollte ich jetzt... Ah, ne, habe ich noch nicht komplett. Fortsetzen, 10 Punkte sind immer noch zu wenig. Jetzt kommt Eternia. Genau. Und ich darf noch eins. Davon habe ich, glaube ich, 1 und davon auch. Okay. Interessantes Spiel. Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Nein, ich glaube, das reicht erstmal. Der zieht dich ja voll ab. Ist doch nicht normal. Ja, irgendwie nicht. Ja. Mir reicht's fürs erste Mal. Bis zum nächsten Mal. So ein Kind zieht mich hier voll ab. Donnenweste, cool. Vielleicht kapieren wir es ja beim nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Mal. Vielleicht träume ich heute davon und dann weiß ich auf einmal, wie es geht. Wollt ihr übernachten? Wir sind für unsere große Gastfreundschaft bekannt. Ja, gut. Did you need something? No, not really. As you say. Why aren't you training with 2 swords? This is how I've always trained. 10,000 practice swings a day since I was a kid. I just wanted a single good swipe at Shigure. So I swung, and eventually just naturally got to this point. That's incredible. Not really. I need to be prepared to face Shigure at any moment. But I've been thinking I should up it to 100,000 swings. 100,000? Do you have any idea how much time that'll take? Nah. Even if you did 1 swing a second, you couldn't do that many in 1 day. Oh?
But 10 swings a second would do the trick. Rokuro. Even still, I know it would take more than 100,000 swings to be a match for Shigure. Not with one sword or with two. And you keep doing it, despite knowing it's pointless? That seems a little odd. I'm trying to defeat an undefeatable adversary. The whole damned idea is daft, as you put it. All I can do is recognize the fact and give it my best shot. Well, that's one way of looking at it. If only I could figure out how to stay up all night and still feel rested. Now there's a challenge I can't beat. You need to go to bed. A lack of sleep will get you killed faster than a lack of practice. You're right. I'll do that. So, geschlafen. Habt ihr das gehört, Knäfrau? Euer Junge ist schon was Besonderes. Aus dem wird nochmal ein echter Gelehrter. Ja, aber er ist schon schwächlich und das macht mir ein bisschen Sorgen. Hier haben wir also die Nacht verbracht. Alle in einem Bett. Okay, in zwei Betten. Ich nehme alles zurück. Das geht ja dann ganz gut auf. Jeder in 3. Nein, nicht jeder in 3. Beide Gruppen. Also wir sind doch 6 Leute, oder nicht? Ich rede wirres Zeug. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, ihr wisst, was ich meine. The demon of Warg Forest? Yeah, I heard about it. It's been the talk of the town round here lately. My guess is it's some kind of invisible demon. Scary, right? An invisible demon? A bunch of exorcists got together to hunt the demon, but they couldn't find it. If it's not invisible, then maybe it's so fast they couldn't see it, or too small for them to notice. What kind of watch are they keeping on the forest now? Shouldn't you know? You're an exorcist too, right? Yes, but my duties take me from place to place, and I don't know the details of the demon hunts in this area. I see. I don't really know the details myself either, but I hear the exorcists are patrolling in shifts. Interesting. It sounds like they still might not have a good lead on what this demon is. Please hurry. Find that demon and get rid of it. We won't feel safe until it's gone. You have my word. We'll do everything we can. We're here to find Salatoma. Sorry, but we don't have time to go demon hunting. I know. Zurücklassen, ich bin voll. So, wo kommen wir dann raus? Suchen wir mal diesen komischen Dämon. Hier, oder? Nee, da komme ich zurück. Ich hoffe nur, dass eure Arbeit allen hilft. Hier habt ihr jedenfalls eure Belohnung. Für den Abschluss von 2 Alarmstufe Rotjagden kriechende Viper und 3750 erhalten. Hä? Was? Ach, der hat diese Armbinde. Wenn Wut und Trauer doch einfach nur fortgespült werden könnten. Aber leider funktioniert die Menschheit nicht so. Da wir gerade beim Thema sind. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Ja, ich nehme einfach alles an. Geht das nicht? Muss ich das gar nicht annehmen? Okay. Also, wir sind von da gekommen, sind hier einmal durch. Und hier ist noch eine Tür. Gut. No-Go-Sümpfe. 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 Kampftutorial. Das ist doch nicht der Ernst. Gib Verbündeten im Kampf schnelle Befehle und drücke schnell RS, um sie zu widerrufen. Halte RS gedrückt und drücke LB, um den Befehl alles geben zu erteilen. Hoppala. Ist das nicht LB? Ach, ich habe mich verdrückt. Das ist ihre tolle Kralle. Wunderschön, oder? RS. So. Darf ich jetzt? Ah ja.
Ich bin gestorben. Können die mich wiederbeleben? Das kommt daher, dass ich alles geben gemacht habe. Können die mich nicht wiederbeleben? Hm. Ja, dann nehme ich halt einen Trank. So. In der Kiste ist ja schon ewig ein Trank für mich. Total bescheuert, dass mich diese Plüschtiere jetzt umgebracht haben. So. Gut, dann, was sind das denn für niedliche kleine Dinger? Das sieht aus wie kleine Kackhaufen. Oh, Hey, kleine Kackhaufen. What's the Reaper's curse Die Magilu sich was talking bewegen. about? Supposedly, Aizen's presence has the power to bring misfortune to the people around him. Is that some sort of special Moloch power or something? It's worse than mere misfortune. At Vortigern, there was a sudden mass outbreak of demon blight, and many of his fellow crew died on his watch. I find that a little hard to believe, honestly. The Reaper's curse is all too real. It was the Reaper's curse that tore me from you and got me captured by Miss Magilu. Oh, is that so? I missed you so much. The hazy, halcyon days when I would blow on your cheeks to make your tears dry up. Hey, that's not... It must be destiny that we've been reunited. How I wish I could return to your side once more. Do what you want. I don't care. Really? I won't stop you. Maybe she wants a Moloch who freely divulges a young girl's secrets. I'm fine, thank you very much. I've already got Laphicet to look after as it is. Aw, no fair! Is he the one who blows on your tears now when you cry? He most certainly does not. And as of right now, you're a stranger to me. Oh. Oh, arme Kleine. What? Just so we're clear, Laphicet will do no blowing on any cheeks. Of course not. I mean, not that it ever happened in the first place anyway. Just forget it. Yet another victim of the Reaper's curse!